Es freut uns immer ganz besonders, wenn wir auf unsere Artikel und Videos Feedback bekommen. Unsere Leserin Edith hat uns zum Beispiel geschrieben: Bringt doch bitte mehr Katzenvideos? Okay, bitteschön. Oh. 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 Nicht die Krallen, nicht die Krallen! Wir Menschen lieben unsere Haustiere. Daher ist es nur verständlich, wenn unsere tierischen Freunde auch in Videospielen Einzug halten. Dieses Mal werfen wir einen Blick auf Games, bei denen sich alles um Katzen dreht. Bei The Cat Games vom chinesischen Entwickler M. Hanka ist der Name Programm. Das Spiel besteht im Prinzip aus 3 Minigames, die uns in Einklang mit unserer inneren Katze bringen sollen. Bei Indoor Racing flitzt man in bester Endlosrunner-Manier durchs Wohnzimmer und versucht möglichst viele Punkte zu machen. Diese gibt es für das Durchlaufen von Flaggen oder das Aufsammeln von Gummienten. Spezielle Bonuspunkte bekommt man, wenn man mit dem Hinterteil Teppiche entlang rutscht. Auch das Aufwecken von friedlich schlafenden Hunden wird mit Punkten belohnt, allerdings verliert man dadurch kurz die Kontrolle über sein Miezekätzchen. Sobald man mit einem Möbelstück kollidiert, heißt es Game Over und man wird mit einem Eintrag in die Highscore-Liste belohnt. Bei Swim Challenge geht es um alles, nur nicht ums Schwimmen. Stattdessen balanciert man auf einem Wasserhahn und versucht nicht von den heranfliegenden Gegenständen aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden. Dazu klickt man je nach Farbe mit einer anderen Maustaste auf die bunten Geschosse und weicht idealerweise den Seifenblasen aus, die den Mauszeiger kurz festhalten. Zu guter Letzt kann man bei Catbreed Billard sowohl seine Fähigkeiten mit dem Queue als auch sein Wissen über die schnurrenden Vierbeiner unter Beweis stellen. Mit einer begrenzten Anzahl an Stößen muss man hier die angezeigte Katzenrasse in einer bestimmten Tasche versenken. Gar nicht so einfach, wenn man wie ich eine Maine Coon nicht von einer Ragdoll unterscheiden kann. Abseits dieser Minispiele kann man noch den einen oder anderen Gag in den Menüs entdecken oder am Fenster auf Vogeljagd gehen. The Cat Games ist ein netter kleiner Zeitvertreib für Katzenfreunde, der in Grafik, Stil und Ausführung an diverse Flash-Spielchen erinnert. Dafür ist der Titel mit knapp 2 € entsprechend günstig zu haben. Besonders viel Tiefgang sollte man sich jedoch nicht erwarten. Katzenbesitzer kennen das Problem. Man will ein gutes Buch lesen und plötzlich hat man ein schnurrendes Fellknäuel auf dem Schoß. Genau das ist die Prämisse des Physikpuzzlers Fort Meow. Als das Mädchen Nia das Tagebuch ihres Großvaters auf dem Dachboden entdeckt, wird sie von kuschelbedürftigen Katzen angesprungen, die ihre ungeteilte Aufmerksamkeit einfordern. Also muss man für Nia eine Kissenburg aus Stühlen, Matratzen und anderen Utensilien bauen, damit sie in Ruhe das nächste Kapitel lesen kann. Zwischendurch durchstreift man immer wieder das Haus und öffnet neue Räume, um noch mehr Material für unsere Festung zu finden. Während man so Welle um Welle der aufdringlichen Vierbeiner abwehrt, erfährt man aus dem Tagebuch immer mehr von Opas Geheimnissen. Auch wenn die taktischen Möglichkeiten beim Festungsbau etwas begrenzt sind, hat es mir Fort Meow angetan. Die niedliche Grundidee, die liebenswerte Grafik und die schrullige Story haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Da sehe ich auch gerne über die kurze Spielzeit von nur knapp 2 Stunden hinweg. Es gibt viele berühmte Katzen. Garfield, Sylvester, Felix und Socks. Genauer gesagt Socks Clinton, die Katze von Ex-US-Präsident Bill Clinton, die während dessen Amtszeit im Weißen Haus einziehen durfte. Socks hatte nicht nur einen Fanclub, sondern auch sein eigenes Videospiel. Socks the Cat Rocks the Hill hätte eigentlich 1994 für das Super Nintendo erscheinen sollen. Als Publisher Kaneko allerdings im selben Jahr seine US-Niederlassung schloss, wurde der Release des fertig programmierten Spiels abgeblasen. Im Lauf der Jahre fiel dem Sammler Tom Curtin jedoch ein spielbarer Prototyp in die Hände. Statt seine Errungenschaft in der Vitrine verstauben zu lassen, sicherte sich Tom die Rechte an Socks the Cat und veröffentlichte das Spiel nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne schließlich im Februar 2018. Socks the Cat ist ein Plattformer der alten Schule und ein Produkt seiner Zeit. Damit meine ich gar nicht mal die Referenzen auf die US-Politik, sondern vor allem den herausfordernden Schwierigkeitsgrad und das konventionelle Game Design. Die witzig animierten Sprites sind zwar wirklich nett anzusehen, aber leider fällt immer wieder auf, dass Socks the Cat nach etwas Feintuning nötig gehabt hätte. Oder wärt ihr auf die Idee gekommen, dass man sich an diesen Kabeln im Hintergrund entlanghangeln kann? Das kann und will ich dem Spiel aber gar nicht ankreiden, denn auch wenn seine Schwächen unübersehbar sind, ist es eine Freude, dieses obskure Stück Software überhaupt spielen zu können. Socks the Cat richtet sich ganz klar an Sammler, die ihrer Super Nintendo Kollektion ein bislang verschollen geglaubtes Exponat hinzufügen möchten. Das Action-Rollenspiel Cat Quest des Indie-Entwicklers The Gentle Bros hat mich positiv überrascht. Cat Quest spielt in einer Welt, in der Katzen die dominante Spezies sind. In Gestalt eines stummen Helden durchstreift man den Kontinent Felingard auf der Suche nach seiner Schwester.
Die wurde von der bösartigen weißen Katze Dracoth entführt, der mit den fiesen Drachen unter einer Decke zu stecken scheint. Der Schutzgeist Spiri ist dabei unser treuer Begleiter und steht uns auf der langen Reise mit Rat und Tat zur Seite. Im Lauf der Handlung erlernt man nicht nur Zaubersprüche wie zum Beispiel das Flammenschnurren, sondern verbessert auch seine Waffen und Rüstungen. Cat Quest leiht sich dabei Elemente aus Spielen wie Skyrim, Final Fantasy und The Legend of Zelda. Die offene Welt kann von Anfang an frei erkundet werden. Allerdings werden die Gegner immer stärker, je weiter man sich nach Norden bewegt. Der Charme von Cat Quest wird durch die hübsche 2D-Grafik und die atmosphärische Musik gut unterstrichen. Die größte Stärke des Spiels sind jedoch die amüsanten Dialoge und die teilweise haarsträubenden Katzenwortspiele, mit denen Cat Quest um sich wirft. Wortkreationen wie gekatznappt und feldtastisch oder Namen wie der Tazifische Ozean sind da nur die Spitze des Eisbergs. Bei all dem Lob muss sich Cat Quest aber auch etwas Kritik gefallen lassen. So fehlt es dem Spiel leider an Abwechslung. Die Oberwelt sieht bis auf kleine Sumpf- und Eisgebiete immer gleich aus und die Dungeons bieten keinerlei Rätsel oder ähnliches. Die meiste Zeit folgt man dem unübersehbaren weißen Pfeil am Bildschirmrand zum nächsten Missionsziel und schnetzelt sich durch mal mehr, mal weniger starke Gegner. Trotzdem ist Cat Quest ein schönes, einsteigerfreundliches Action-Rollenspiel, das man sich zum Budgetpreis bedenkenlos gönnen kann. Ein zweiter Teil steht übrigens schon für 2019 in den Startlöchern. Okay, zum Schluss jetzt noch was für die ganz Harten. Bereit? Oh mein Gott. Das ist Nyan Cat Lost in Space. Das Spiel zum Ohrwurm ist der bitgewordene Albtraum für Epileptiker und Diabetiker. In diesem Endlosrunner steuert man den kultigen Katzen-Pop-Tart-Hybriden über schwebende Plattformen und sammelt dabei Milch, Süßigkeiten, Münzen und anderes Zeug ein, während man stilecht eine Regenbogenspur hinter sich herzieht. Dabei bohrt sich mir unaufhörlich der allseits bekannte Song in die Hirnrinde und sorgt für spontane Blutungen in meinem Gehörgang, während die grellbunte Pixelgrafik für ein stechendes Brennen der Augäpfel sorgt. Es wird jetzt bestimmt niemanden überraschen, dass Nyan Cat Lost in Space spielerisch keine Bäume ausreißt. Zumindest sorgen die Entwickler mit diversen Spielmodi für ein wenig Abwechslung im psychedelischen Spielgeschehen. Bin ich eigentlich der Einzige, der gerade einen Heißhunger auf Donuts kriegt? Aber ich schweife ab. Mein persönliches Highlight ist der Sprite-Editor, mit dem man Nyan Cat nach Herzenslust bearbeiten kann. Ich nehme alles zurück. Das ist das beste Spiel der Welt. Aber mal ernsthaft. Unter all dem Zuckerguss und Regenbogenglitzer ist Nyan Cat ganz okay. Pro-Tipp: Wenn man anfängt, das Lied mitzusummen, ist es Zeit, mit dem Spielen aufzuhören. Okay, das waren jetzt erstmal genug Katzen für heute. Natürlich gibt es noch weitaus mehr Spiele, in denen die schnurrenden Vierbeiner eine Rolle spielen, aber ich hoffe, euch hat unsere kleine Auswahl trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr eine digitale Lieblingskatze? Dann schreibt uns in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auch nichts von Screaming Pixel zu verpassen.